Raptor Tech Industries. Als am 14. November 1989 die Raptor Tech Industries das erste Mal von der Foundation Deutschland bemerkt wurde, waren sie zu diesem Zeitpunkt noch unter dem Namen bekannt. Sie waren vom Verteidigungsministerium als geheime Forschungs- und Entwicklungsfirma eingestellt. Ihre damaligen Aufgaben waren die Forschung und Entwicklung von neuen Waffen- und Abwehrsystemen, die von einer künstlichen Intelligenz gesteuert werden sollten. Der Organisation wurde am 25. Mai 1995 bewusst, dass ihre Forschung ein großes Potenzial hatte. Daher hat sie einer Vertragsverlängerung des Verteidigungsministeriums nicht zugestimmt, um ungehindert in eigenem Interesse ihre Forschung ausweiten zu können und wurde so unter dem Namen Raptor Tech Industries bekannt. Es war zum damaligen Zeitpunkt nur eine Einrichtung in Deutschland bekannt. Diese lag in Bayern an der Grenze zu Österreich. Von da an spezialisierte sich Raptor Tech Industries auf Waffen- und Fahrzeugtechnik, aber besonders auf Drohnen und künstliche Intelligenz. Es ist unklar, ob Raptor Tech Industries im Besitz von anomaler Technologie ist oder ob Anomalien genutzt werden, um ihre Technologien zu entwickeln. Finanzieren konnte sich Raptor Tech durch Handel auf dem weltweiten Schwarzmarkt mit exotischer Technik. Die Foundation in Deutschland zeigte am 5. Juni 2001 großes Interesse an der Technologie der Raptor Tech Industries und ging ein Handelsabkommen ein. Mit diesem Abkommen wurde Raptor Tech beauftragt, Technik zur Eindämmung oder Zerstörung von SCPs zu entwickeln. Raptor Tech liefert Ausrüstung und Waffen, darunter auch Kampfdrohnen, die selbst die modernsten bekannten Technologien in den Schatten stellten. Nachdem die Foundation festgestellt hatte, dass die gelieferten Waffen und Ausrüstungen anomale Effekte aufwiesen, wurde vermutet, dass Raptor Tech anomale Technologien oder Anomalien als solche zur Entwicklung ihrer Produkte verwendet. Es wurde kurzerhand beschlossen, Raptor Tech Industries gewaltsam unter die Kontrolle der Foundation zu bringen, wodurch die einzige bekannte Einrichtung von Raptor Tech durch eine Selbstzerstörung vollkommen zerstört würde. Die Foundation ging davon aus, dass die Organisation zerschlagen wurde und mit ihr die ganze Technologie. Am 22. März 2008 tauchten unerwartet Produkte von Raptor Tech auf. Zu diesem Zeitpunkt wurden auch mehrere Einrichtungen der Foundation angegriffen. Die Technik, die dabei genutzt wurde, konnte als Technik der Raptor Tech Industries identifiziert werden. Von da an war klar, dass Raptor Tech Industries der Foundation erheblichen Schaden zufügen will, und sie führt bis heute ihre Angriffe auf die Einrichtungen der Foundation fort. Die Foundation vermutet, dass Raptor Tech Industries einen großen Einfluss auf den weltweiten Schwarzmarkt hat. Es tauchen immer häufiger Produkte und SCPs mit dem Logo der Organisation auf. Objekte, die dieser Gruppe zugeschrieben werden und sich zurzeit in der Obhut der Foundation befinden, sind unter anderem SCP-017-DE, SCP-030-DE, SCP-056-DE, SCP-075-DE, SCP-098-DE, SCP-102-DE, SCP-116-DE, SCP-120-DE und SCP-047-DE. Beziehung zu anderen Interessengruppen. SCP Foundation, Führung O5 Rat. Gesinnung feindlich. Erstkontakt 5. Juni 2001. Handelsabkommen. Abkommen wurde gebrochen durch feindliche Aktivitäten. Wertegang. Die Foundation in Deutschland zeigte am 5. Juni 2001 großes Interesse an der Technologie der Raptor Tech Industries. Nachdem die Foundation festgestellt hatte, dass die gelieferten Waffen und Ausrüstungen anomale Effekte aufwiesen, wurde vermutet, dass Raptor Tech anomale Technologien oder Anomalien als solche zur Entwicklung ihrer Produkte verwendet. Es wurde kurzerhand beschlossen, Raptor Tech Industries gewaltsam unter die Kontrolle der Foundation zu bringen. Von diesem Zeitpunkt an sind beide Organisationen verfeindet. Abteilung 25. Führung Offizier Konstantin Marder. Gesinnung nicht mehr existent. Erstkontakt kein Eintrag. Handelsabkommen kein Eintrag. Wertegang. Durch die Kontrolle des Schwarzmarktes stößt die Raptor Tech Industries ab und an auf Anomalien oder Objekte der Abteilung 25. Wenn eine solche Anomalie auftauchten sollte, nimmt Raptor Tech diese umgehend vom Markt, um in eigenem Interesse daran zu forschen. Sollte sich eine Anomalie als nutzlos erweisen, kommt diese zurück auf den Markt. Sollten die Objekte keinerlei Nutzen haben, werden diese auch zu Tests verwendet und meist zerstört. Durch Nachforschungen über die Handelspartner konnte die Raptor Tech ein geringes Maß an Wissen über die Abteilung 25 sammeln. Seitdem wird der Markt stärker nach weiteren Informationen oder Objekten überwacht. Dabei schreckt Raptor Tech auch nicht vor Gewaltanwendung zurück, um an ihr Ziel zu gelangen. Tecus Carneliana Kollektiv.
Führung Keter, die Krone, Gesinnung neutral, Erstkontakt 2000 Handelsabkommen, kein Eintrag Wertegang am 2000 hatten Agenten der Raptor Tech das erste Mal Kontakt mit SCP-032-DE. Durch dieses SCP, das sich selber als ein Zweig des Cecus Carneliana Kollektivs bezeichnete, erfuhr die Raptor Tech von dem Kollektiv. Es wurde versucht herauszufinden, woher SCP-032-DE Wissen über Raptor Tech Industries hat, dies war jedoch leider ohne Erfolg. Der RTI wurde versichert, dass diese nicht als Feind gesehen werden und keine Übergriffe zu befürchten haben. SCP-032-DE gab noch mehr Daten preis, allerdings werden diese zum derzeitigen Zeitpunkt unter Verschluss gehalten. Seit dem Erstkontakt wird weiterhin versucht, mehr Daten über das CC-Kollektiv zu bekommen. Auf dem Markt tauchen vereinzelt Informationen auf, die ebenfalls unter Verschluss gehalten werden. Ein Versuch, ein Handelsabkommen zu schließen, war bisher erfolglos. Die MBW, Führung Professor Haas. Gesinnung gut, Erstkontakt. Daten gelöscht. Handelsabkommen. Das Abkommen wurde beiderseits aufgelöst. Wertegang. Als das Handelsabkommen noch bestand, waren RTI und dem IMBW keine Grenzen gesetzt. Die IMBW war ein sehr starker finanzieller Faktor zur Entwicklung im Bereich technischer Optimierungen des Menschen. Wissenschaftler beider Parteien arbeiteten Hand in Hand. Dies ist ein sehr seltener Umstand, da Raptor Tech Industries stets den direkten Kontakt meidet. Nachdem sich die IMBW die Dienste nicht mehr leisten konnte, wurde eine Vertragsverlängerung ausgesetzt und alle Projekte und Kontakte abgebrochen. Führer das Vierte Reich. Führung Herr Rass. Gesinnung neutral. Erstkontakt. Daten gelöscht. Handelsabkommen. Das Abkommen wurde beiderseits aufgelöst. Wertegang Raptor Tech Industries ist mit dem Vierten Reich ein Handelsabkommen eingegangen. Das Abkommen belief sich auf Lieferung von und das Entwickeln von. Schon nach kurzer Zeit verlangte das Vierte Reich unmöglich Entwicklungen an neuen Techniken mit. Herr Rass verlangte ständig, dass Raptor Tech Industries sich seinen Idealen anschließen soll, um die Welt von allen unreinen Menschen zu befreien. Da Raptor Tech sich nicht in politische Angelegenheiten einmischt und auch nicht die Interessen von Herr Rass vertritt, wurde der Vertrag mit dem Vierten Reich kurzerhand aufgelöst. Beide Organisationen haben keine Differenzen zueinander und gehen somit beide ihrer Wege. Das Wunderkabinett, Führung Ems Mirabilis Prima Inter Pares. Gesinnung neutral. Erstkontakt 2000 Handelsabkommen. Es wurde bisher kein Abkommen geschlossen. Wertegang Raptor Tech Industries erhielt Kenntnis über die Gruppe, als Agentin Elisa Ritter über den Laden stolperte. Weder Raptor Tech Industries noch das Wunderkabinett zeigten ein großes Interesse aneinander und gingen sich bis auf kleine Vorfälle aus dem Weg. Das Wunderkabinett versuchte aber, die Technologie zu stehlen, was die Beziehung etwas verschärfte. Raptor Tech Industrieproduktpreisliste. Anmerkung: Dies ist eine Produktepreisliste der Raptor Tech. Die Liste zeigt die bisher bekannten Produkte und ihre Einkaufspreise. Lieferpreise jedes Produktes ist schon im Einkaufspreis verrechnet. CP047-DE Name RTI Mücke. Kosten 1.999.999,99 € SCP-017-DE Name RTI Grizzly A1. Kosten 15 Millionen Euro. SCP-030-DE Name RTI Hammer P. Erste Kosten 9 Millionen Euro. SCP-056-DE Name RTI Wächter. Kosten 1.999.999 Euro. SCP-075-DE Name RTI Gladius. Kosten 499.999.999 Euro und 99 Cent. SCP-098-DE Name RTI Miasma. Kosten 2.500.000 Euro. SCP-102-DE Name RTI MCR-Boot. Kosten Produkt noch nicht erhältlich. SCP-116-DE Name RTI Rudra. Kosten 10 Millionen Euro. SCP-120-DE Name RTI KIB. Kosten 7 Millionen Euro. SCP-120-DE Name RTI Leichenspieler. Kosten 4 Millionen Euro. SCP-150-DE Name RTI Ares. Kosten 2 Millionen Euro. SCP-316-DE Name RTI Tragflügelboot. Kosten 190 Millionen Euro.